Hey guys, welcome to our presentation. Today we are Nader Javadi, Alirza Rajabi, Yermek Begailov, and Meysam Shahania want to talk about Apple and Samsung, the software part, the hardware part, and marketing and analysis. The overview of our presentation are the history of Apple Inc., Apple product lifecycle, consumer behavior analysis of Apple, brief history of Samsung, Samsung export and financial highlight of Samsung. Then we have software part, the iOS, App Store, Android, and step analysis of Android, and SWOT analysis of Android, and finally PORTER'S 5 forces analysis of Android. Okay. The brief history of Apple, we are see the great diagram of Apple Inc. As most people have heard, Apple really started in the basement or garage, depending on who the person talk sorta, than at some expensive business location. On April in 1976, they introduced their first system, an encased circuit breakdown as the Apple I. Previous computer consists of circuit boards and switches which produce flash in lights, and sold for $666 at the local electronics store. Okay, Apple product life cycle. Product life cycle, the theory review is the introduction stage. We have introduction stage, growth stage, and maturity stage and decline stage. In introduction stage, a product is first introduced, sales grow slowly, profit is minimal, and spend a lot on advertising. And in growth stage or growth phase, rapid increase in sales, and competitors appear. And in a maturity stage or maturity phase, slowing of industry sales, profit declines, and consumer are repeat purchase or have tried and abandoned it. And the final page, decline stage, occurs when sales and profits begin to drop. In the best known and the best established theory of market maturation is the product life cycle theory. So the markets may have been disappointed with the iPad sales. In this diagram, we can see the product life cycle of Apple product in three case study. The final quarter of the year, as sales fell back to 14 million units from the 17 million recorded in the third quarter. But it is such a disappointment for the year as the whole sales increased by 18% from 32.4 million to 58.3 million units. The iPad is tracking a product life cycle. We can see the iPad is tracking a product life cycle S curve, which will exceed even this incredible number. Based on our life cycle model, the iPhone and the iPad 3s will sell over 1 billion units each. iPhone sales growth in the current year will be much slower despite the success of the iPhone 5. Okay, consumer behavior. Consumer behavior is a mixture between physiology, psychology, and economics. It is the analysis of when people purchase, what people purchase, how people purchase individual product, and finally why people purchase. The aim is to predict the consumer's decision and actions. Okay, in this diagram we can see the one question about different companies. The question is, what are the main reasons for you to contact your main operator customer support? Information survived more than 5,600 respondents across 4 countries, UK, Spain, Germany, and Netherlands, using question. Okay, and we can see in every part, Apple has
better or worse situation. For example, in first diagram, we can see technical problems which my mobile phone. We can see Apple has 14% for customers, and Samsung only has 33. This shows Samsung has better situation of Apple. But in a new mobile phone, we can see Apple has better percent of sales than Samsung. Okay. Now, brief history of Samsung. Samsung was formed in 1938 by Lee Byung-chul and entered the electronics industry in the 1960s with the formation of several electronics-focused divisions. And in 1980, Samsung entered the telecommunication hardware industry with the purchase of Hankook Genya Tangsin. And Samsung grew as an international corporation through the 1990s. Okay, Samsung export. Samsung focus in the future is centered of 5 core business, including mobiles, electronics, and biopharmacy. Samsung has also continued to expand in the mobile phone market, becoming the largest manufacturer of mobile phone in 2012. To remain a dominant manufacturer, Samsung has remarked $3 to $4 billion to upgrade their Austin, Texas semiconductor manufacturing facility. And in this diagram we can see Samsung export in billions as 2012 is greater than 1987 logically. Okay, now my friend Ali want to talk about software part and please. Hallo, herzlich willkommen meinerseits. iOS 1 ist von Steve Jobs im 9. Jänner 2007 in San Francisco mit zahlreichen Innovationen vorgestellt worden, unter anderem virtuelle Tastatur und während des Entwicklung Apple hat 300 Patente angemeldet. Jede Version hat manche Neuerungen gehabt. Zum Beispiel mit Version 2 ist Apple Store vorgestellt worden und Verwendung für Unternehmen ist optimiert worden. In Version 3 ist im Health vorgestellt worden. Dadurch kann man medizinische Geräte per Bluetooth-Schnittstelle steuern und anbinden an Apple. An iPhone in Version 4 konnten die Entwickler Werbungen in App anbinden. Und diese Funktion heißt IAD. Version 5 war Neuerungen bei Version 5 waren Nachrichtenzentren und Mitteilungen. Version 6 hat Passbook gehabt, ist besonders wirtschaftlich. Da kann man Tickets für verschiedene Veranstaltungen ankaufen. Aktuelle Version ist iOS 8 Beta, die am 2. Juni 2014 vorgestellt wurde. Apps und Anwendungen können durch Apple Store runtergeladen werden. Dabei sind im Moment über 1.200.000 Anwendungen verfügbar und die Anwendungen sind über 75 Milliarden Mal heruntergeladen worden. Niedrigster Preis von einer App in Apple Store ist 89 Cent und meiste liegen unter 10 Euro. Es sind noch sehr viele kostenlose Apps. Aber Android ist durch Andy Robin 2003 gegründet worden. Google hat 2005 das Unternehmen gekauft und Android als Betriebssystem ist verfügbar seit 21. Oktober 2008. HTC Dream war erste Android-Gerät, was verkauft wurde, aber erfolgreichster Produzent ist Samsung. Aktuelle Version von Android ist Android 4.4.3. Die Anwendungen
von Android können von Google Play gekauft werden. In Google Play kann man Musik, Kinofilme, E-Books und solche Sachen auch kaufen. Google Play ist verfügbar seit 22. Oktober 2008 und die Analyse von Android und iPhone wird Herr Jermek machen. Also jetzt ich erzähle über die STEP, SWOT und PORTER'S 5 Forces Analysen erzählen. So, erste ist STEP-Analyse-Methoden. Die besteht aus politischen, ökonomischen und soziokulturellen Faktoren und auch technologischen Faktoren. Zu den ökonomischen Faktoren man kann sagen, dass 80 Firmen haben sich mit Google zusammengeschlossen, um offene Standards zu fördern und zu entwickeln. Im Android-Market sind derzeit 420.000 Applikationen. Im dritten Quartal 2013 erreichte Android einen Markteinteil von 81% und ist damit das meist installierte Betriebssystem auf neu verkaufte Smartphones. Und im 2013 wurden weltweit etwa 870 Millionen Android-Geräte verkauft. Für 2014 werden von Gartner etwa 1,1 Milliarden erwartet. Zu den soziokulturellen Faktoren man kann sagen, dass Android hat als Smartphone-Betriebssystem im zweiten Quartal 2013 einen weltweiten Marktanteil von 79% nach 68% im zweiten Quartal 2012. Technologische Faktoren ist im April 2013 gab Google an, dass 1,5 Millionen Android-Geräte pro Tag aktiviert werden und insgesamt wurden bislang 900 Millionen Geräte mit Android-Betriebssystem aktiviert. Laut einer Unternehmens-TKS vorgenommenen Untersuchung unter Android-Smartphone-Nutzern, die über einen Zeitraum von 1,5 Jahren durchgeführt wurde, konnten 3.997 verschiedene Geräte von insgesamt 599 Herstellern gezählt werden. So, SWOT-Analyse. SWOT-Analyse besteht aus 4 Phasen: Strengths, Weakness, Opportunities und Threats. Strengths sind es riesige Finanzmittel, Wettbewerbsposition in mehrere andere zusammenhängende Industrien, einschließlich der Google, Steam und YouTube. Und Android-Software ist frei. Weakness sind niedrige Integration mit Unternehmensvoraussetzungen wie Outlook, Upgrades abhängig von Handyhersteller, unpolitisches Operationssystem und verlässlich auf Anzeigen für Einnahmen. Opportunities sind die verlangen sie Modifizierung oder weigern sie sich, Standardsuche auf Mitbewerbern Smartphone zu bleiben und erwerben sie Mitbewerber und die Erhöhung der Möglichkeiten um Anzeigen gezielt. Threats sind sie, man kann sagen, Kritik bezüglich Datenschutzrichtlinien, die Erhöhung der Konkurrenz zur Kraftstoffneuerung von Mitbewerbern. PORTER'S 5 Force Analyse ist, das besteht aus 5 Phasen. Erste ist Intraindustrie Rivalry. Das sind Apple OS, iOS, BlackBerry OS, Symbian und Windows Mobile. Products und Services sind Smartphones, Mobiltelefone, Netbooks, Tablet, Computer, Google Play Store. Zu den Suppliers gehört Open Handset Alliance, Linux, Sun Microsystems, Java Technik, OpenGL. Und über die Consumer, man kann sagen, die Hersteller wie Tauschwitz, UI, Samsung, HTC, Sony, Huawei und so weiter. Das ist alles über unsere Präsentation. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.